Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, das euch über alles in der IT aufklären möchte, was in dieser Woche passiert ist und deswegen irgendwie ständig erweitert werden muss, weil es einfach viel zu viel ist. Und wir fangen wie immer an mit den Hacking-News. Da möchte ich euch natürlich ein bisschen aufklären, was gerade so im Umlauf ist und wie ihr euch dagegen schützen könnt. Und starten wollen wir hier mit dem sogenannten Power Pepper Angriff. Das ist ein Angriff, der aktuell von den Deathstalkern ausgeht, aber das wird sich wahrscheinlich noch ausweiten. Ihr bekommt dann quasi eine E-Mail mit diesem Betreff, also ihr könnt da zum Beispiel nicht hinreisen oder ihr könnt das nicht machen oder irgendwas mit Umwelt, momentan zumindest, das kann sich wie gesagt ändern. Und in diesen E-Mails ist ein Anhang dabei. Ein Anhang in Form von Word-Dokumenten oder anderen Microsoft Office-Dokumenten. Und in diesem Office-Dokument, also ihr müsst das erstmal runterladen und dann müsst ihr es öffnen und dann müsst ihr auf Makros erlauben gehen, denn der Virus wird im Endeffekt, oder die Malware wird im Endeffekt in Form eines Makros verteilt. Und dieses Makro öffnet dann im Hintergrund die PowerShell und macht dort böse Sachen, die man eigentlich nicht machen dürfte. Ist scheinbar was Neues, gab es in der Form noch nicht, deswegen wird es auch noch nicht wirklich von Virenscannern oder sowas erkannt. Allerdings, dadurch, dass das Tool jetzt populär geworden ist und bekannt geworden ist, könnte das einen Eintrag in der Liste geben. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr lange wirklich einen Kopf darüber machen, aber ihr solltet generell niemals irgendwie Office-Dokumente mit Makro ausführen. Also ihr könnt die Office-Dokumente öffnen, ihr dürft nur nicht auf Makro ausführen klicken, weil dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber am besten lasst ihr auch die Finger von den Office-Dokumenten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das zweite, über das ich euch informieren möchte, ist der sogenannte Magecard-Angriff. Der, wie der Name schon sagt, bezieht sich auf Einkaufswägen, also Bezahlvorgänge. Und ja, im Endeffekt ist das hauptsächlich auf PayPal zurückzuführen, denn jetzt haben sich einige Angreifer gedacht, Mensch, lass mal PayPal faken. Und ja, das ist tatsächlich möglich und das wird auch jetzt gemacht. Das heißt, die faken quasi eine Bezahlwebseite, also da, wo ihr eigentlich für die Webseite oder für die Artikel, die ihr kaufen wollt, mit PayPal bezahlt, kommt der Angreifer ins Spiel und fängt einfach eure Transaktion ab, sodass es aber immer noch absolut glaubwürdig aussieht. Okay? Das bedeutet, ihr liefert dem Angreifer quasi Geld bzw. PayPal-Zahlungen oder PayPal-Kontoinformationen, die er eigentlich nicht haben dürfte. Und das ist natürlich super problematisch. Das heißt, seid momentan vorsichtig, wenn ihr mit PayPal bezahlt. Macht es vielleicht nur auf Seiten, denen ihr vertraut. Und was noch viel wichtiger ist, weil man es halt wirklich gar nicht erkennen kann aktuell, also es wird natürlich gerade Gegenmaßnahmen entwickelt, aber das dauert immer ein bisschen, verfolgt eure Zahlungen von eurem PayPal-Konto. Bei PayPal kann man im Zweifel immer die Zahlung zurücknehmen, außer man überweist Geld an Freunde oder Familie. Aber wenn ihr irgendwo bezahlt, dann verfolgt wirklich, ob das auch wirklich die Bezahlung ist, die ihr da haben wolltet, denn ansonsten müsst ihr von PayPal das Geld zurückfordern. Der dritte Angriff, den ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise vor dem ich euch warnen möchte, ist ein Angriff, der sich speziell an Leute in der Lieferkette des Covid-19-Impfstoffes richtet. Und ja, da muss man besonders vorsichtig sein, weil die Leute sind gerade aktuell mega im Stress und was kommt natürlich? Noch mehr Stress dazu. Denn es handelt sich hier auch wieder um eine Phishing-Kampagne sozusagen. Das heißt, da kommen sehr, sehr viele E-Mails, die wirklich extrem gut geschrieben sind und so aussehen, als wären sie von einem echten Zulieferer. Das Ziel ist scheinbar nicht, die Lieferkette kaputt zu machen, sondern das Ziel ist es scheinbar an Zugangsdaten, also Login-Daten für spätere Exploits oder sowas zu kommen. Das heißt, wenn was passiert ist, ist nicht ganz so tragisch, man kann das normalerweise zurücksetzen, allerdings muss man hier vorsichtig sein, weil ja, das ist wie gesagt momentan eine Branche, die sehr im Stress ist und die natürlich besonders anfällig für solche Phishing-Kampagnen ist. Das heißt, warnt vielleicht diese Leute, falls ihr jemanden kennt, vor, dass da was auf sie zukommen könnte und ja, dass man da vielleicht besonders vorsichtig sein muss. Nummer 4 bezieht sich auf Car-Hacking und zwar genauer gesagt auf das Tesla Modell X. Dort gibt es auch wie bei vielen anderen Autos eine sogenannte Keyless-Methode, um sein Auto aufzumachen bzw. auch zu schließen. Das heißt, man braucht nicht mehr irgendwie den Schlüssel anzuheben und drauf zu drücken oder irgendwie aufzuschließen, sondern man hat halt einfach eine automatische Variante dafür. Wer hätte es gedacht, diese Variante ist angreifbar. Ja, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, es gab schon zig Angriffe in diese Richtung, aber in dem Fall ist es natürlich auch wieder belgischen Security Researchern gelungen, eine Keyless-Methode irgendwie zu umgehen und das Auto halt so aufzuschrauben oder aufzubekommen und dann damit auch wegzufahren. Das ist tatsächlich schon mehr als einmal vorgekommen, das heißt, wenn ihr euch ein Auto kauft, überlegt euch zweimal, ob ihr wirklich mit Keyless arbeiten wollt oder ob ihr es vielleicht ausschalten wollt. Der nächste Angriff, und ja, wir sind noch nicht mal beim Hack der Woche angekommen, es tut mir leid, diese Woche ist enorm viel passiert. Ja, der nächste Angriff richtet sich an Apple-Benutzer. Und zwar ist hier eine neue Schwachstelle bzw. Hintertür aufgetaucht, die sich Ocean Lotus nennt. Ocean Lotus ist an sich nur der Name für irgendeine fancy Schwachstelle im Endeffekt im System, was im Endeffekt für euch wieder relevant ist, wie ihr das Ganze nicht bekommt. Das bedeutet, auch hier bekommt
bekommt man irgendwie ein ZIP-Dokument, das ja so aussieht, als wäre es ein Word-Dokument, also mit der Endung .doc. Das wird dann von dem Reader so analysiert und naja, so interpretiert, als wäre es ein Word-Dokument. In Wahrheit ist es allerdings ein ZIP-Archiv. Das bedeutet ein Dateiformat, in dem mehrere andere Dateien drin sind und eben auch dann ausführen kann. Das ist eben die Schwachstelle. Das bedeutet, der Code hier wird quasi ausgeführt. Im Endeffekt habt ihr dann eine Malware auf eurem System drauf, die aktuell noch von überhaupt keinem Virenscanner erkannt wird und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ihr aktuell ein Dokument bekommt mit der Endung .doc oder generell ZIP oder sowas, dann lasst die Finger davon. Super gefährliches Ding, auf jeden Fall nicht aufmachen. Der nächste Punkt ist eigentlich nicht unbedingt Hacking News, sondern eher ein Erfolg gegen Hacker und zwar von Europol. Europol hat mit lokalen Polizeistellen zusammengearbeitet und in der sogenannten Carding Action 2020 mehr als 40 Millionen Euro Schaden verhindern können, der durch gestohlene Kreditkarten entstanden wäre. Diese gestohlenen Kreditkarten, das kann durch viele verschiedene Arten passieren, wie zum Beispiel einfach Fake-Online-Shops, aber auch hin zu Betrüger-E-Mails, aber natürlich auch Leute, die einfach quasi eure Kreditkarte abfotografieren, während ihr gerade im Laden bei jemandem einkauft. Das kann alles Mögliche sein. Und so sind über 90.000 Kreditkarten-Scams verhindert worden. Das ist eigentlich auch ein sehr großer Erfolg. Muss man hier auch mal sagen, dass das gut war. Kommen wir aber zum Hack der Woche jetzt endlich und diese Woche ist das auch wieder bei Apple passiert. Denn es gab eine sehr lange Zeit lang einen sehr gravierenden Speicherfehler im iOS-Kernel, das heißt im iPhone-Kernsystem sozusagen, also das, was ganz, ganz unten tief drin läuft. Und zwar ist es ja immer möglich, über den sogenannten Apple Wireless Direct Link, kurz AWDL, Daten auszutauschen, also quasi Bluetooth und so weiter und so fort. So, das Problem an der Sache war jetzt, dass hier tatsächlich, wie gesagt, im Speicher ein Fehler passiert ist und darüber konnte man alles Mögliche machen. Das heißt, Fotos auslesen, Videos auslesen, aber sogar laut einem Google-Sicherheitsforscher Code als Administrator ausführen. Das heißt, Code, den ihr nicht mal so auf eurem iPhone ausführen könnt, konnte derjenige ausführen. Und das ist natürlich super gravierend, hat allerdings ein Google-Sicherheitsforscher gefunden und dementsprechend natürlich auch veröffentlicht, beziehungsweise erstmal Apple gesagt, damit die stopfen können und dann veröffentlicht. Und ja, das Bug Bounty, was Apple ja immer anbietet, also man bekommt immer eine Belohnung, wenn man so eine Schwachstelle findet. Dieses Bug Bounty möchte der Google-Sicherheitsforscher spenden lassen. Das finde ich echt eine löbliche Aktion. Finde ich eine klasse Sache und ja, das ist mein Hack der Woche hier gewesen. Kommen wir aber zum Win der Woche und wieder erwarten ist das nicht das, was gerade eben mit der Spende passiert ist. Das hätte man auch nehmen können, geht aber trotzdem an Google und zwar an das DeepMind-Team. Das ist das Team, das die tiefen neuronale Netze von Google entwickelt, beziehungsweise einen Teil davon natürlich entwickelt, eher forschend entwickelt. Und ja, die haben eine neue KI geschaffen, die AlphaFold heißt. Ihr erinnert euch vielleicht an AlphaGo, darauf basiert das im Endeffekt und nur ist es noch ein bisschen besser. Und zwar diese AlphaFold KI macht jetzt etwas, was seit mehreren Jahren, um genau zu sein, seit 50 Jahren ein offenes Problem der Wissenschaft ist, und zwar wie Proteine sich falten. Warum ist das so relevant? Nun ja, Proteine, also das ist das quasi, was in unserem Körper alles ausmacht. Also meine Proteine sind quasi in meinem Auge kaputt, deswegen habe ich blaue Augen und nicht braune Augen sozusagen. Und im Endeffekt kommt es nur darauf an, wie sich diese Proteine falten, um dann einzelne Merkmale eben rauszulesen. Das ist wirklich sehr rudimentäres Biologiewissen. Ich bin kein Biologe, ich bin ITler, okay? Und mit diesem Wissen, wie Proteine sich falten, kann man auch die Struktur von den Proteinen ja rausfinden. Also quasi wie die im Raum aussehen, dreidimensional. Und mit der dreidimensionalen Struktur lässt sich auch sowas wie Antikörper zum Beispiel generieren oder erstellen. Also quasi wie müsste ein Antikörper aussehen. Und dadurch kann man sehr viel leichter zum Beispiel Impfstoffe herstellen oder sehr viel leichter auch Gegenmittel für irgendwelche giftigen Sachen oder sowas zum Beispiel herstellen. Zumindest soweit ich das weiß. Das ist wirklich nur sehr oberflächliches Wissen. Wenn jemand von euch zum Beispiel in der Biologie ist, schreibt mir das unten gerne mal exakter in die Kommentare rein. Auf jeden Fall ist das mein Win der Woche, dass wir jetzt eine KI haben, die das zumindest zum Ansatz mal richtig kann. Denn bislang musste das wirklich per Brute Force errechnet werden. Also quasi ausprobieren, was funktioniert eigentlich wie gut. Und das haben sehr viele Leute gemacht während der Corona-Zeit mit Folding at Home. Das kennen vielleicht manche oder da gab es auch noch andere Applikationen, die dann wirklich von allen Benutzern, die sich da registriert haben, die Grafikkarten und CPU-Leistung kombiniert haben, um einfach dieses Problem ständig durchzuprobieren.
Und jetzt haben wir eine KI, die das für uns machen kann. Das erspart uns so viel Rechenleistung und ist gleichzeitig so ein wichtiger Schritt in der Gesundheit und in der Medizin. Ja, deswegen hier mein definitiv verdienter Win der Woche. Aber ihr wisst, wie das läuft hier auf dem Kanal. Nach dem Win der Woche kommt immer der Fail der Woche oder nach dem Fail der Woche kommt der Win der Woche, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir diese Woche nicht nur einen Fail der Woche, sondern gleich 3. Und ihr wisst, warum ich die Kategorie so sehr mag, weil sie einfach auch ein bisschen witzig ist. Und zwar der erste Fail der Woche, der geht an O2 bzw. auch an die Schufa. Denn O2 und die Schufa wollten zusammen eigentlich, naja, gerne so ein bisschen mehr über die Finanzen ihrer Leute wissen und wollten Kontoauszüge lesen. Dass das nicht funktioniert und dass das einen riesigen Aufschrei gibt, war klar und schon einen Tag später kam die Meldung, ja, wir blasen es doch ab. Also, ja. Der zweite Fail der Woche geht an die Macher von Crysis. Sorry Leute, ich weiß, eventuell guckt ihr hier sogar zu, ihr seid ja immerhin hier aus Deutschland, aber den Denuvo-Kopierschutz zu verwenden ist leider keine so clevere Idee gewesen. Denn es ist jetzt tatsächlich rausgekommen, was dieser Kopierschutz gekostet hat. Und zwar unglaubliche 140.000 € initial, als das Spiel rausgekommen ist und danach 2.000 € jeden Monat, wo sie die Lizenz von dem Kopierschutz haben wollten. Das ist meiner Meinung nach einfach nur eiskalte Abzocke und wenn man bedenkt, dass ein Spiel sowieso innerhalb von 6 Monaten spätestens gecrackt wird, dann ist das halt wirklich eine Investition, die kann man sein lassen. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder, der irgendwie zockt, Witcher 3 irgendwo gekauft. Ich glaube, ich habe es sogar mehrfach gekauft, weil ich es noch an Freunde verschenkt habe. Und die hatten nicht mal einen Kopierschutz drauf. Das reicht meiner Meinung nach völlig aus. Denn mittlerweile würde ich sagen, die Leute, die wollen, die klauen sich so oder so. Und die Leute, die was mögen, also das Spiel auch wirklich mögen, die kaufen sich so oder so. Also, ja, vielleicht besser keine Kopierschutzsachen mehr machen. Der dritte Fail der Woche geht leider definitiv an mich, denn ich mache momentan auf dem Hauptkanal Advent of Code und naja, das frisst immer mal wieder ein bisschen Zeit, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, in der Weihnachtszeit 2 Videos pro Woche auf diesem Kanal hier zu veröffentlichen. Natürlich, die IT-Trends gibt es weiterhin, aber ich werde es wahrscheinlich nicht hinbekommen, mehr zu machen als das. Sorry dafür, Leute, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis. Folgt trotzdem gerne diesem Kanal, wenn ihr diese IT-Trends oder generell meine Formate mögt und lasst mir immer gerne Feedback und neue Formatideen da. Ich arbeite dran, wieder mehr Content für euch zu machen. Kommen wir zu den Hardware-News und hier ist jetzt natürlich seit neuestem ein weiteres Stück Nvidia-Geschichte rausgekommen und zwar die RTX 3060 Ti. Das ist das Modell, was quasi direkt unter der 3070 kommt und die 3070 ist quasi ein Stückchen schlechter als die 3080, die wiederum ist ein Stückchen schlechter als das Flaggschiff, die 3090. Also das aktuell viertstärkste Glied in der Reihe, wobei noch eine 3080 Ti vermutlich in Planung ist. Und ja, im Vorjahr war das ähnlich und tatsächlich ist es so, dass die 3060 Ti ungefähr so leistungsstark ist wie die RTX 2080 Super aus dem Vorjahr, aus zwei Jahre davor, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das schon ein enormer Schritt von der 2080 Super, die 3060 Ti, die sogar noch deutlich günstiger ist als die 2080 Super und ja, nur ein bisschen mehr Strom braucht. Das ist wirklich beeindruckend und meiner Meinung nach für den normalen Gamer auch eine sehr, sehr gute Option, wenn man irgendwie zocken möchte und gute Grafik haben möchte. Allerdings hat sich Nvidia nicht nur mit Ruhm bekleckert und zwar ist ja bekannt, dass aktuell, sagen wir mal, eine Grafikkarte von Nvidia schwer zu bekommen ist. Jetzt haben sich Vermutungen laut getan, die sagen, naja, die ganzen Grafikkarten sind halt an Miner gegangen, das heißt an Kryptominer, weil die RTX 3080, diese Reihe ist sehr beliebt bei Ethereum-Minern. Das bedeutet, die schürfen damit permanent neue Kryptowährungen und ja, machen dadurch quasi ihr Geld. Die machen ungefähr $3 am Tag und die Grafikkarte kostet irgendwie so $700 am Tag. Ja, also auf Dauer lohnt sich das natürlich, aber das Problem ist natürlich, die Grafikkarten fehlen an anderer Stelle. Das bedeutet, wir als Gamer oder als Forscher für zum Beispiel neuronale Netze, die dringend sowas bräuchten, haben leider hier nichts, was wir machen können, außer auf neue Grafikkarten zu warten. Und jetzt gehen eben viele davon aus, dass diese Miner daran schuld sind. Wie die das geschafft haben, ist nicht ganz klar. Allerdings wird da teilweise gemunkelt, dass hier mit Nvidia Kooperationen gemacht wurden, was natürlich wirklich nicht geil wäre. Kommen wir zu den Politik-News. Und ihr wisst, dieses Format ist immer ein bisschen unschön, wenn es um Politik-News geht. Und zwar hat netzpolitik.org wieder mal einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der jetzt schon relativ weit gekommen ist im Bundestag. Und naja, es geht um den BND. Der BND darf aktuell 20% der gesamten Internetkapazität quasi mitlesen.
Jetzt wird diese Grenze hochgeschraubt auf 1/3 und der BND kriegt noch ein paar zusätzliche Befugnisse sozusagen. Das bedeutet, die Telekom und der D-Zix, also zum Beispiel, oder auch alle anderen Internetprovider, müssen 1/3 von dem, was quasi bei ihnen über die Leitung fließt, ableiten an den BND. Und der bekommt dann natürlich die Rohdaten und kann damit meistens sehr viel anfangen. Rohdaten hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Was heißt eigentlich Rohdaten? Das will ich hier mal ganz kurz erklären. Und zwar, unser Traffic im Internet ist eigentlich immer verschlüsselt. Es gibt mittlerweile kaum eine Webseite, die nicht HTTPS benutzt, also quasi ein verschlüsseltes Protokoll. Das heißt, alles, was ich an diese Webseite schicke und alles, was die Webseite mir schickt, ist verschlüsselt. Da kann auch der BND eigentlich zumindest laut offiziellem Kenntnisstand können die das nicht knacken. Okay, also Kryptoforscher meinen zumindest, dass das sicher ist. Das Problem hinten dran ist allerdings die Metadaten. Die Metadaten geben Aufschluss darüber, wer, wann, worauf zugreift. Und das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel, also mit meiner IP-Adresse, die bei Unity Media eindeutig auf mich hinterlegt ist, auf eine Webseite zugreife, dann weiß der BND in 1/3 der Fälle exakt, wann ich als Person, auf diese Webseite zugreife. Und das ist natürlich meiner Meinung nach ein ziemlicher Einschnitt in die Privatsphäre, denn auf solchen Webseiten stehen teilweise auch zum Beispiel sehr sensible Informationen drin, wie zum Beispiel rufe ich gerade beim Sorgentelefon an oder bei der Suizid-Hotline. Solche Dinge weiß dann der BND über euch. Und ja, natürlich, viele sagen jetzt hier, man hat nichts zu verbergen, aber möchte man sowas wirklich? Denn die Datenmengen, die da anfallen beim BND, 1/3 des gesamten Internet-Traffics, okay, das sind mehrere Petabyte pro Tag, ja. Diese ganzen Daten kann der BND niemals, wirklich nicht automatisch, also von Hand auswerten. Das bedeutet, er muss irgendwas Automatisiertes machen. Und das wiederum bedeutet, dass im Hintergrund irgendeine KI, irgendeine künstliche Intelligenz hinten dran steht, die diese Metadaten auswertet und quasi euch einsortiert. Das heißt, eine KI muss, also das ist jetzt reine Vermutung, das ist Meinung, das steht nicht im Gesetzesentwurf drin, okay? Aber rein theoretisch bleibt dem BND nichts anderes übrig, als eine KI zu haben, die dann die Menschen quasi kategorisiert, weil man anders nicht einordnen kann, wer diese Menschen sind. Das bedeutet, die KI kategorisiert euch in potenzieller Gefahrentäter, Nicht-Gefahrentäter und vielleicht Leicht-Gefahrentäter oder sowas oder mehrere Stufen. Das macht die KI alleine von euren Metadaten abhängig, worauf ihr wann zugreift. Und naja, ich könnte mir vorstellen, weil ich die ganze Zeit hier über Hacking mich informiere oder generell über IT-Security, dass ich schon irgendwie auf dieser Liste vom BND stehe. Und das wiederum mag ich definitiv nicht, weil die KI kann das natürlich nicht wissen, dass ich das beruflich mache, dass ich hier Videos für alle zur Verfügung stelle, damit ich alle informieren kann, damit ich Leute ausbilden kann. Die KI sieht nur, was ich da gerade mache, die hat diesen Zusammenhang nicht und das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Wenn ihr mir da zustimmt, dann schreibt mir das ganz gerne unten mal in die Kommentare rein. Eine weitere Politik-News, die ich euch diese Woche habe, ist ein Urteil vom Kölner Gericht. Und zwar geht es um den E-Mail-Provider Tutanota, den ich jetzt hier allerdings eher als Beispiel mal anbringen möchte. Und zwar, Tutanota ist einer der E-Mail-Provider, die wirklich alle eingehenden E-Mails komplett verschlüsseln. Das heißt, normalerweise werden E-Mails ja meist nicht verschlüsselt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel von irgendjemandem eine E-Mail bekomme, ist die normalerweise unverschlüsselt. Tutanota nimmt diese E-Mails, die reinkommen und verschlüsselt die von sich aus mit eurem Schlüssel. Das heißt, niemand kann die danach lesen, außer ihr auf eurem Endgerät. Und das ist sehr lobenswert. Allerdings hat jetzt das Kölner Gericht gesagt, Tutanota, bitte ab sofort alle E-Mails entschlüsseln. Und ja, der E-Mail-Provider ist jetzt gezwungen, diese Verschlüsselungssache aufzuheben, zumindest für das LKA. Das bedeutet, das LKA darf jetzt da quasi reingucken, was da für E-Mails reingekommen sind und Verschlüsselung sozusagen umgehen. Eigentlich das, mit dem der E-Mail-Provider da geworben hat, weil das ist ein riesiger Bonus für Kunden, die gerne ein bisschen Privatsphäre noch haben.
Und naja, meiner Meinung nach ein ziemlicher Fail hier, aber gehört für mich auch ein bisschen zu den Politik-News. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir gerne mal unten in die Kommandozeile reinschreiben. Aber abschließend wollen wir weitermachen mit dem Bericht der Woche. Und der ist diese Woche eher ein kleines Quiz an euch. Und zwar, wahnsinnig faszinierend, Netzpolitik hat hier einen Privacy-Rechter aufgestellt. Und das bedeutet, ihr könnt euch errechnen lassen, wie privat ihr eigentlich im Internet unterwegs seid. Und ich habe den gleich zweimal gemacht, denn ich habe zwei Identitäten sozusagen. Nämlich einmal mich als YouTube-Persönlichkeit. Ich meine, mich kennen hier sehr, sehr viele Leute, ja. Und es macht nicht wirklich Sinn, da irgendwie möglichst auf Privatsphäre zu achten, weil, wie gesagt, meine ganzen Videos will ich ja möglichst vielen Leuten geben. Aber ich habe den auch mal für meine privatere Seite gemacht und ja, es kamen zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse bei raus. Einmal für meine Online-Seite sozusagen, für meine YouTuber-Seite habe ich einen Datenschutz von 39. Das ist einfach nur furchtbar. 39 von 100. Die Bezeichnung ist offiziell Datenschutzmuffel. Für mich privat, da muss ich ganz kurz reinspicken, habe ich ein Datenschutzding von 82 von 100. Und ja, man betitelt das als Privacy Ninja. Also ich weiß schon, was ich mache, aber ich mache es halt nicht immer, ja. Das ist so im Endeffekt das Ergebnis, was ich hieraus mitziehe. Was mich runtergezogen hat, war wahrscheinlich, dass ich privat auch recht viel YouTube gucke, weil ich mich natürlich trotzdem die ganze Zeit irgendwie damit auseinandersetze. Aber alles in allem bin ich wahrscheinlich ein ziemliches Privacy-Opfer, weil ich, wie gesagt, hier euch meine Videos zur Verfügung stelle. Macht's besser als ich und informiert euch ein bisschen und guckt natürlich meine Videos. Immerhin muss es ja nur einer machen, der sowas macht, oder? Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. War ein langes Video heute. Ja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst mir Feedback da. Nein, lasst mir auch Feedback da. Ich kann natürlich immer wieder Sachen verbessern oder verschlechtern. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.